Achtung, neuer Hirnfurz von Basteltown. Ich glaube, das Problem kennt jeder. Mit der Bosch GTS 10, du bist am Sägen und dann willst du ausschalten und suchst immer diesen Schalter. Ich habe da mal vor einem Jahr eine Idee gehabt, habe nicht mehr dran gedacht, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Aber ich werde mir hier jetzt was bauen, wo ich hier eine etwas breitere Leiste habe, die ein Stück raussteht. Und wenn ich auf die mit der Hand runterfahre, geht die Maschine aus. Und was wir dazu brauchen, ist gar nicht viel. Und zwar so stinknormale Baumarktscharniere, aber achte darauf, dass ihr, wenn ihr euch welche nehmt, leichtgängig sind, weil manche bei mir sind nicht leichtgängig und andere wiederum sind leichtgängig. Also ich brauche 2 Stück, die leichtgängig sind, wenn sie nah aneinander sind. Und dann brauche ich 2, die komplett leichtgängig sind. Aber irgendwie habe ich gerade die irgendwie wieder alle vertauscht. Und was wir noch brauchen, ein Stück 15 mm Multiplex. Und da schneiden wir jetzt Streifen runter, die so breit sind wie die Scharniere. Und ja, schauen wir mal. Ja, Notaus-Chick für die Bosch GTS 10 XC. Wir haben jetzt 2x6,5. Da, wo die 2 Löcher drin sind, das ist das Element, wo nachher zum Klappen ist. Und ich glaube, das kürzen wir mit dem schmalen Streifen. Der hat 4,5. Die kürzen wir jetzt noch auf ungefähr 15 cm. An diesem breiten Stück werden wir jetzt eine Kante abrunden mit der Kantenfräse von Bosch. Dann wird die schöne Kante, das ist die Vorderkante, die kommt nach vorne. Und das hier schrauben wir jetzt einfach hier hinten mit 2 Scharnieren fest, so dass wir das später so aufklappen können. Und da brauchen wir auch nicht vorbohren, das machen wir so. Ich habe mich gerade umentschieden, das Holz kommt weg. Ich nehme jeweils 2 Schrauben und werde das dann hier unten hinten ist eine Vertiefung drin. Eine Art Falz in der Schiene und da werde ich es jetzt reinschrauben. Dann bin ich mit dem Ganzen höher und das Brett liegt hier ziemlich nah an, was für mich schöner ist und ich nicht so viel Luft nach unten verliere. Löcher sind angezeichnet, erstmal 1. Und ich bohre mit dem 2 mm Bohrer durch. Dann noch 16er Schrauben und dann machen wir die anderen 2 und dann sitzt das Ding schon mal. Mechanismus Nummer 1 haben wir damit. Jetzt müssen wir hier ein Brett von hier dahin bringen, dass wir hier unten mit einem Scharnier und hier oben mit einem Scharnier verbinden. Und ja, ihr habt recht, wenn ich da ein Scharnier hinmache und da ein Scharnier hinmache, hat das keinen Sinn. In der Mitte muss auch noch ein Scharnier hin. Das machen wir genau zur Hälfte. Ich messe das jetzt raus. Wir machen das hier ziemlich weit vorne dran. Und das Scharnier, also das hier muss dann nach innen aufklappen, nach außen bringt es uns nichts, weil dann fällt es immer runter. Wegen der Schwerkraft, die ist nun mal da. Und wenn wir es nach hinten aufklappbar machen und es dann reingeht, ist es nach innen zu. Heißt, es kann nicht mehr rausfallen, dann haben wir, hoffe ich, ein starres Element, Stück, wo dann, wenn ich hier runter drücke, hier drauf drückt. Wenn ich mit dem Finger hier reingehe und einen Daumen hoch ziehe, geht es automatisch nach hinten und ich kann an. Ups, die ist eingesteckt. Ja, also ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Und
Wir müssen halt auch wirklich darauf achten, wie wir diese Scharniere dran machen. Und wir müssen auch die Luft der Scharniere mit einberechnen, weil die sind ja bekanntlich nicht flach, 0 mm. Dann messen wir mal. Ich würde sagen, wir machen die ganze Geschichte 18,5. Machen wir 18, weil hier können wir auch noch hoch und... Ne, wir machen 18,5. Ist gut so. Eher nach unten noch ein bisschen mehr. Wir können hier ein bisschen drüber rausstehen. Ist egal. Also Holz 18,5, in der Mitte halbieren. Und wo sind wir dann da? Bei 9,25. Da wir jetzt flach stirnseitig reingehen, zeichnen wir erstmal das hier an auf der einen Seite und werden dann vorbohren. Sonst reißt uns das nämlich aus. Besser gesagt, es zerplatzt wahrscheinlich. Nehmen tun wir 16er Schrauben. Damit sind wir auf der sicheren Seite. Das reicht vollkommen aus. Wenn wir das jetzt haben, so rum geht das auf. Jetzt müssen wir ja das hier oben befestigen. Das dann so, weil das klappt ja so auf. Da müssen wir halt wirklich drauf achten. Heißt, so rum das jetzt festschrauben. Und das andere machen wir auf der Seite drauf, also stirnseitig, auf der flachen Seite. Das hier ist unten und da machen wir jetzt so das Scharnier hin. Nein, jetzt lasst mich überlegen, bevor ich irgendwie was Falsches erzähle. Ja, das müssen wir so hinmachen, mit dem Gelenk nach oben, weil das geht ja später so nach innen und so kann der... Stimmt nicht. So rum müssen wir es machen. Also mit dem Gelenk nach unten, mit dem Scharnier. Hoffentlich klappt das, den Scheiß, wo ich hier gerade produziere. Aber die Idee, die hatte ich ja, wie gesagt, schon lang. Wenn dir das gefällt, sowas kommt wahrscheinlich dieses Jahr noch öfter. Irgendwas mit Maschinen, also definitiv. Also abonnieren, liken nicht vergessen und kommentieren. Nur frage ich mich gerade, ob das auch wirklich funktioniert. Ich schraube das jetzt einfach mal fest. Also, das untere Teil machen wir nochmal 2 cm kürzer. Wenn wir das jetzt haben, tun wir die Seite, die zum Schalter geht, zu der roten Kappe, mit Aceton reinigen. Den Schalter reinigen wir auch. Dann tun wir das mit Sekundenkleber hinkleben, den Splint vom Schalter raus, aufklappen und hier oben müsst ihr Luft lassen, so dass euer Finger ungefähr reinpasst, weil wir später noch diesen minimalen Weg jetzt nach oben brauchen. Wenn ihr das nicht macht, dann stoßt ihr da dran und dann kommt Druck nach unten auf den Schalter und dann kann sein, euch reißt das aus. Jetzt tun wir es erstmal festkleben und dann verschrauben wir das. Du bist so bescheuert. So bescheuert bist du. Warum bin ich eigentlich so blöd? Ich mache da jetzt einen Strich dran, weiß wie das hingehört, bohr 2 Löcher durch und mache Gewindeschrauben mit Muttern hin. Ich Idiot. Eieiei. Ja, das kommt ganz hier hin an den Strich jetzt. Jetzt zeichne ich hier die Mitte an. Bohren wir schnell durch. 5 mm. Wer macht's auch? Ich kaufe manchmal, das ist jetzt zum Beispiel aus dem Norma, diese kleine Kästchen, wo alles drin ist eigentlich, wo du brauchen kannst. Und dann hast du so kleine Schrauben immer wieder mal. Aber ich glaube, die sind zu lang, die flexen wir noch kurz ab.
wenn die Muttern drauf sind. Und dann hat sich das. Und die hier liebe ich mittlerweile. Diese Mini-Flex von Bosch. Die ist einfach genial. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Das war jetzt die grobe Holzkonstruktion. Ich werde es wahrscheinlich noch aus Metall bauen. Wenn es euch interessiert, rein kommentieren, bitte Metallvariante. Da wird halt geschweißt, vermute ich. Oder auch nicht. Ich habe jetzt Gewindeschneider gekauft. Habe ich. Im letzten Video habe ich ja gefragt, welche ich kaufen soll. Ich habe jetzt auf ein paar Leute gehört, die haben gesagt, kauft ihr Maschinenbau. Gewindeschneider ist nur einer, schneidet einmal durch, ist alles fertig. Die anderen, die ich gezeigt habe, da ist dreimal bohren mit 3 verschiedenen Bohrern. Und ich zeige es euch mal kurz. Das ist die Neuanschaffung von Ruco. Kosten Fuffi halt, aber ich muss sagen, sieht sehr hochwertig aus. Gefällt mir. Und sind auch die passenden Stahlbohrer natürlich für die gewissen Gewinde dabei. Heißt, ein 3,3er, den hat zum Beispiel kein Schwein wahrscheinlich. Ein 4,2er hat auch kein Schwein. Ein 6,8er hat kein Schwein. Und ein 10,2er hat auch kein Schwein. 8,5 und 5er und 2,5 hat wohl jeder normalerweise. Und es ist auch, was ein gutes Zeichen ist, hier Öl. Das heißt, die sind noch geölt und rosten nicht. Definitiv nicht. So, Dille, ein Prototyp fertig. Genau das wollte ich eigentlich erreichen. Ich wollte wissen, ob das im Großen und Ganzen funktioniert. Es funktioniert. Jetzt muss es nur noch aus Metall her. Und ja, also wenn ihr wollt, kommentieren. Ja, bitte einmal die Metallvariante. Es kann auch sein, dass ich es aus richtigem Harzholz, kennt ihr Harzholz? Aus richtigem Hartholz baue. Wahrscheinlich Zebrano, habe ich noch einen Fetzen rumliegen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Like da lassen. Ich hoffe, ich konnte einigen Leuten helfen, dem nervigen Thema nach dem Notausschalter suchen, das zu beenden. Und ja, man könnte die Leiste auch auf der kompletten Länge machen, mit 3 Scharnieren festbauen. Dann kannst du da drücken. Kannst auch noch wie im LKW so ein Zugseil machen, wo dann umgelenkt wird. Ist alles möglich. Also machbar ist es. Ne? Also, dann kommen wir zum Schlusswort. Wir sind fertig. Tun jetzt noch aufräumen und heimfahren und so einkaufen fahren, meine ich. Muss noch einkaufen. Und dann Video schneiden. Und dann seht ihr das gerade. Genau jetzt. In diesem Moment siehst du das Video. Also, noch einen schönen Tag euch. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bis dann und ciao.